Die Idee der Ausstellung ist eigentlich, eine immer noch bestehende Lücke in der österreichischen Kunstgeschichte zu schließen, wie die abstrakt-geometrischen Tendenzen sich in Österreich im Ausgang von den 50er Jahren entwickelt haben und noch heute entwickeln, wenn man sich das Werk von Richard Kriesche und Gerwald Roggenschaub anschaut. Hier ist der Betrachter aktiv gefordert und eingebunden. Der Besucher muss sich bewegen in der Ausstellung. Er muss sozusagen seinen Körper und seine Augen einsetzen, um die Bilder zu entdecken. Also Marc Adrian und Helga Philipp hatten als ein Anliegen auch, den Betrachter aus seiner passiven Position zu befreien. Der Betrachter sollte nicht mehr kontemplativ vor dem Werk verharren, sondern sollte vielmehr aktiv eingebunden werden. Das Auge wurde als wissenschaftliches Organ begriffen, das diese Bilder entdecken kann. Und die Künstler selber haben sich zum Teil auch als visuelle Forscher wahrgenommen und gar nicht mehr von der Seele und Muse geküsste Künstler, die im Atelier Geniehaftes vollbringen, sondern vielmehr als Forscher, die einen aktuellen Beitrag zur damaligen und vielleicht eben auch zur heutigen Zeit liefern können. Ja, in der systemischen Kunst geht es genau darum, dass man die Ich-Zentriertheit des Künstlers zurücknimmt und es auf einer systemischen Frage beantworten möchte, was ist Kunst? Weil wir jetzt in Systemen leben und nicht in Individualitäten. Was wunderbar ist in dieser Ausstellung, sie ist wirklich exzellent gehängt und es sind die Querverbindungen fantastisch. Also wenn man durchs Haus schlendert und sich auf eine Sache fokussiert, dann sieht man in einer Distanz ein ähnliches Thema, das sich widerspiegelt und einem in die nächste Ebene führt. Für mich ist diese Ästhetik in einer gewissen Art und Weise sicher zeitlos, da die Künstler in den 60er Jahren schon auf ähnliche Ästhetiken gekommen sind wie bestimmte Dinge, die uns heute umgeben. Man muss unweigerlich bei den 40.000 Quadraten von François Morellet hier in der Ausstellung an QR-Codes denken, die eine ähnliche Ästhetik aufgreifen. Aber dann, wenn man QR-Codes aktiviert über das Handy, landet man bei Informationen in der Cloud. Bei Morellet hingegen war es das Telefonbuch einer französischen Stadt, das bei geraden oder ungeraden Zahlen zu einem grauen oder roten Quadrat geführt hat. Wir haben jetzt 4 Künstler in den Mittelpunkt gerückt. Die Liste könnte man auch noch erweitern. Es gibt auf jeden Fall noch viel mehr in diesem geometrisch abstrakten, auch Computergrafik geprägten Bereich. Da ist noch nicht das letzte Kapitel in dieser Kunstgeschichte geschrieben.